Da denke ich so ganz kurz an Goethe, wie er es in seinem Faust geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es genauso sage, wie ich es weiß, also wie ich es jetzt sagen werde, ob das so stimmt. Es ist ein Teil von jener Macht, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Aber ich glaube, ich habe es falsch gesprochen, dem Sinn nach, aber richtig. Und das ist auch Wahrheit. Und so haben viele Menschen vor den Menschen der heutigen Zeit gelebt, die viel Gutes uns schon übergeben. Nur müssen wir das für wahr annehmen, nur müssen wir es auch hier in die Tat umsetzen. Nur müssen wir zur Tat übergehen. Nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, es wird schon kommen. Oder wie wenn Sie derartiges hören, derartiges lesen, oder dass Ihnen das sogar bildlich vorgeführt wird, dass Sie sagen, das ist schön, das ist herrlich, sodass Sie gar nicht in den Glauben kommen, dass Sie es sind, der Hand anlegen muss. Und das ist jeder Einzelne. Es ist doch komisch, dass Sie immer darauf warten, etwas zu hören, dass Ihnen einer etwas sagt. Aber ich weiß, Sie folgen gut. Sie sind voller Neugierde, was jetzt an Worten Ihnen übergeben wird. Ich würde raten, liebe Freunde, neugierig dahingehend zu sein, was in Sie selbst, in Ihrem Körper geschieht. Und gerade hier, so Sie doch wirklich unter Freunden sind, die alle das Gute wollen, brauchen Sie nicht fürchten, dass Ihr Körper irgendwie angegriffen wird oder dass einen bösen Gedanken führt, Sie irre zu führen oder gar Ihren Körper hier zu vernichten, Ihnen etwas einzugeben. Nein, das brauchen Sie gar nicht befürchten. Sie sind wirklich im guten Schutz schon deshalb, weil Sie alle das gleich Gute wollen, wie Sie ja selbst das Gute immer nötig haben. Aber Menschen, die um uns leben, genau das Gleiche wollen. Nur muss man es ihnen sagen. Und ich sage es auch heute noch einmal, nicht diesen Menschen beiseite stellen, der da sagt, ich glaube nicht. Ich kann daran nicht glauben. Dass Sie diese Menschen nicht beiseite stellen, im Gegenteil. Ihnen aufklären, ihnen die Wahrheit sagen, wie sie selbst an ihrem Körper erfahren oder wie sie die Erfahrung gesammelt haben, wie Menschen die Ordnung wieder zurückerhielten. Sie würden sagen, die Gesundheit. Und da komme ich nochmal darauf zurück, dass ich unseren Freund Loy hier einige Erfolgsberichte gegeben, wenn ich nicht irre, sind es über 70, weit über 70 sind es, dass sie aus diesem die Lehre ziehen sollen und dass sie Fall für Fall durchnehmen. Zum Teil haben die Freunde es auf diesen Vordrucken so geschildert, dass sie erkennen werden, dass Gröning nicht anwesend war und dass er, dieser Mensch, aufgegeben gewesen ist, dass ihm keine Hilfe mehr zuteil werden konnte, dass er sich hier verloren gesehen, dass er alles Mögliche versucht hatte und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt bei diesem Wort Versuch stehen bleibe, liebe Freunde, das kommt bei uns nicht vor. Wir stellen keinen Versuch, wir versuchen auch nichts, sondern wir haben die Pflicht, die größte und die heiligste Aufgabe, den Menschen zu ersuchen, damit er das Gute wieder zurückerlangt. Nie darf er es verlangen, sondern er kann es erlangen. Auch das muss ihm gesagt werden. Und wenn ich jetzt so weiter gehe, das heißt, in diesen Ausführungen bleibe, dass ich und wie ich auch auf jedes Wort einen sehr großen Wert lege, wie man es spricht, dass das ein Anfang ohne Ende ist. Das will ich Ihnen allen im Laufe dieser Zeit unseres Zusammenseins mitgeben und will Sie aufmerksam machen, dahingehend, dass Sie auch mit dem Wort, was Ihnen das Wort auch sagt, auch das so in sich aufnehmen, dass Sie das auch hernach zur Tat übergehen. Nun will ich nicht heute groß hier reden. Ich sage, denken Sie an das Gute, das Sie für sich und auch für Ihren Nächsten nötig haben. Nicht, dass Sie sich mit dem Leid plagen, nicht, dass Sie in diesem womöglich verfallen. Wie leicht können Sie es da dann aufnehmen? Das ist das, was ich nicht möchte.
Und nicht, dass Sie womöglich auch nur einen einzigen Versuch anstellen. Es kommt schon vor, dass Menschen überhaupt auch versuchen, auch aus dem Freundeskreis, ihren Nächsten zu helfen, indem sie ihnen womöglich einen Schmarrn erzählen, immer das berichten, wovon sie noch nichts wissen, so dass es nur ihre Meinung ist, indem sie sagen, versuchen Sie doch mal dieses, versuchen Sie das, versuchen Sie jenes. Wenn dieses zu einer Behandlung ausartet, meine lieben Freunde, dann ist es nicht gefahrlos, sondern gefahrvoll. Das sagt Ihnen nicht der Verein, das sagt Ihnen nicht die Vereinigung, das will sie auch gar nicht, sondern wir wollen den Menschen nur zur Ordnung rufen. Wir wollen den Menschen nur auf diesen Weg führen, auf den Weg der göttlichen Ordnung, auf den Weg, der allen Menschen wirklich zu Gott führt. Nicht einen einzigen Versuch anstellen, wenn ja, dann würde das dann den Nächsten auch zum Übel werden. Noch eines, dass Sie nicht womöglich zu den Kleinkrämern zählen, dass Sie sagen, der hat dieses, der hat das und der hat jenes gesagt, der ist mich übergangen, ich habe keine Einladung gekriegt, ich habe davon nichts gewusst und man hat mir davon nicht unterrichtet und so weiter und so fort. Nein, Freunde, dieses alles darf nicht sein. Und das Wichtigste ist noch, dass Sie in der Gemeinschaftsstunde, so Sie da zu sprechen wie zu handeln beginnen, nicht, dass Sie sich einbilden, dass Sie mehr sind als der eine oder der andere Ihrer Nächsten, nicht, dass Sie womöglich denken, dass Sie hier einen Vorzug haben oder gar das sprechen, von dem Sie bei weitem gar nicht überzeugt sind. Hier heißt es nur, dass der Mensch seinen Nächsten das wiedergeben kann, von dem er überzeugt ist. Und dieses ist die größte Pflicht eines jeden, der sich von all dem zu überzeugen hat. Und auch heute sage ich es ganz deutlich, dass er nie in eine Einbildung verfällt und dass er aufgrund dieser seinen Nächsten das mitteilt, was er sich gerade eingebildet hat. Die Einbildung muss ganz beiseite gestellt werden. Und hier gibt es auch gar keine Meinung, sondern hier gibt es nur eines, die Überzeugung. Und so sie überzeugt sind, dann werden sie diese, ihre Überzeugung, das heißt das wiedergeben, von dem sie überzeugt sind. Dann können sie ihre Nächsten belehren. Und nicht womöglich komme ich nochmal auf das eine Wort zurück, auf den Versuch. Denn das wird auch ihre Nächsten zur Bibel. Dann bauen sie nicht auf, dann bauen sie ihn ab. Nun, da wir gerade so nett beisammen sind, wäre es doch wichtig, dass jeder von sich so einiges Wahres, Gutes auch über dieses Tonband uns allen zu wissen gibt. Scheuen Sie nicht dieses technische Wunder, nicht, dass Sie womöglich ängstlich werden, müsste so sagen, dass Sie Lampenfieber bekommen und sagen, mein Gott, was soll ich nun sagen? Weiter nichts als nur die Wahrheit. Leider habe ich nicht das große Tonbandgerät mit, das könnte ich Ihnen dann so sehr, wenn es hätte ich irgendwo versteckt und hätte ein Mikrofon hier reingehängt, dann sehen Sie es nicht, und wenn Sie es nicht sehen, dann sprechen Sie viel, viel freier. Aber hier fürchten Sie, dass es festgehalten wird. Ja, ich möchte das hier festhalten, was jeder schon für Erfahrungen an sich selbst und auch an seinen Nächsten gesammelt. Aber dann bitte ich Sie, liebe Freunde, sich kurz zu halten, das in kurzen Zügen so zu sagen, wie und wovon Sie überzeugt sind. Und wer das Mikrofon nicht zur Hand, also in der Hand erhält, der braucht nichts zu sagen. Der ist ausgeschlossen. Wenn Sie einverstanden sind, will ich Sie übergeben, dann wollen Sie auch bitte das zum Ausdruck bringen, dass es Ihnen wert ist, dass Sie hierbei sein dürfen, oder dass Sie selbst offen und ehrlich sind und sagen, nein, ich lege gar keinen Wert darauf. Ich bin noch nicht überzeugt, ich will es nicht. Sprechen Sie bitte ganz ehrlich. Sagen Sie die Wahrheit. Bei wem werde ich beginnen? Bei unserem Freund Loy. Warum, wieso, weshalb er das tut,
dass er hierin seine Lebensaufgabe sieht, den Menschen auf den rechten Weg zu führen. Ich darf. Ich glaube, es ist besser, Sie bleiben sitzen, oder?